Hello everyone! Heute ist ein aufregender Tag, denn wir bekommen Anschluss für Strom und Wasser, sodass dann beides bei uns im Keller liegen wird und wir zum ersten Mal dieses Kabel hier entfernen können und Strom und Wasser bei uns im Haus bekommen. Also nicht nur hier im Hof Wasser haben und nicht über dieses außen verlegte Kabel mehr Strom beziehen, sondern das erste Mal so richtig ordentlich in dem Boden unter der Erde verlegt im eigenen Haus. Das ist sehr aufregend, weil das so ein bisschen, ja, wie so die Adern und Venen des Hauses sind, die so wiederbelebt werden, was sehr schön ist. Und währenddessen werde ich an der Fassade noch ein bisschen weiter verfugen. Jetzt hier angekommen, geht es weiter mit den Fugen. Es ist nicht mehr so super weit, also vielleicht schaffe ich diese Ebene heute. Mal sehen. Yes,
Die Lagerfugen sind jetzt erledigt und jetzt kommen die Stoßfugen, also die vertikalen. Und das geht bekanntlich ein bisschen langsamer noch. Hier sehen wir jetzt überall das Material bis da. Okay Leute, kurzer Zwischenstand. Die Handwerker sind in der wohlverdienten Pause. Die mache ich jetzt auch gleich. Und vorher zeige ich euch noch, wie weit wir hier schon gekommen sind. Hier seht ihr den Erdnagel für den Potentialausgleich. Der Erdnagel ist fast so groß wie ich. Hier haben wir schon ein paar Rohre. Ja, und richtig spannend wird es jetzt hier im Keller. Hier hinter mir sehen wir nämlich schon den Zählerschrank. Und hier hinter mir sehen wir die Wasserzuleitung. So, das muss alles noch ein bisschen bestückt werden. Hier kommen noch die ganzen Automaten rein. Da kommt noch ein Zwischenzähler rein. Und dann kann hier auch schon gezapft werden. Schauen wir uns mal an, was in der Zwischenzeit, während ich da gemauert habe, im Keller passiert ist. Hier hinter mir ist schon ein Hagerkasten und hier in der Ecke ist schon ein Wasserhahn zum Zapfen von Frischwasser. Und schauen wir doch mal gemeinsam in den Kasten rein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Tada! Wow! Hier ist schon ordentlich was installiert. Die Hauptleitung liegt noch hier unten. Übrigens noch ein kleiner Catch-up, was hier den Boden im Pferdestall angeht. Also wir haben jetzt rausgefunden, da unten drunter war vielleicht mal so eine Art Sickergrube für die Pferde, also den Urin der Pferde. Aber das wurde auf jeden Fall alles mit Bauschutt verfüllt und deswegen machen wir das jetzt noch wieder zu. Und dafür werde ich einfach mal ein bisschen was von diesem Leftover Sand hier in der Ecke nehmen. Damit wir dann, da jetzt auch bald ready sind, für die Fußbodenheizung. Okay, das ging sehr schnell. Jetzt werde ich noch ein bisschen an der Fassade weiter verfugen und hoffe, dass der angekündigte Sturm für heute noch ein bisschen auf sich warten lässt, damit ich noch so einen Eimer Mörtel schaffe. Das wäre ganz toll. Das Fugenfüllen geht ganz gut. Jetzt muss ich hier noch unter der Rollschicht einmal arbeiten und dann geht es weiter mit den nächsten Stoßfugen. Hier unten werde ich jetzt noch einmal füllen und dann geht es hier drüben weiter. Und jetzt geht's hier weiter.
Puh, es fängt jetzt gerade ziemlich an zu regnen und ich habe hier noch so einen relativ vollen Mörtelkübel. Deswegen habe ich gerade beschlossen, ich mache jetzt noch ein paar horizontale Fugen und wenn es mir zu doll wird, dann haue ich einfach ab. Hier fehlen noch ein paar Stoßfugen, aber die dauern einfach so lang. Deswegen mache ich jetzt hier mal weiter. Okay, ich bin hier auf meinem Gerüst irgendwie noch relativ safe. Um mich herum regnet es mega doll. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Zelte abbrechen. Moment warten. Weitermachen. Puh, also ich denke, ich kann jetzt guten Gewissens hier abbrechen. Es regnet einfach so doll und es sieht so danach aus, als würde es jetzt noch die nächsten Stunden richtig heftig regnen. Heute ist trotzdem sehr viel passiert, ist nicht so schlimm, denn ja, heute wurden die Arbeiten am Strom begonnen und auch am Wasser und morgen wird das abgeschlossen, was sehr aufregend ist und ein bisschen verfugt habe ich ja auch schon und von daher bin ich mit der Bilanz des Tages ganz zufrieden und werde jetzt mal versuchen, möglichst trocken irgendwie nach Hause zu kommen. Von daher freue ich mich, dass ihr wieder da wart und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn ihr den Kanal abonniert, vielleicht ein Like da lasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!